Wir sind auf dem Wildmarkswegen angekommen. Ganz genau. Und in dieser Episode dreht sich alles um die Wilderness Road, Schwedens höchste asphaltierte Straße. Viel sind sie nämlich gefahren, haben dabei unter anderem den Trappstegsforsen-Wasserfall und die Kirchenstadt Fatmomakke besucht, eine Nacht auf dem Stecknjokk-Plateau bei eher bescheidenem Wetter verbracht. Ich glaube, ich habe heute zum ersten Mal, oder ja gestern auch schon, eine Jacke und eine lange Hose an, seitdem wir hier sind. Wir haben mal wieder Rentiere in freier Wildbahn gesehen, 2 weitere absolut sehenswerte Wasserfälle besucht und natürlich auch mal wieder an einem See übernachtet. Kommt mit und folgt uns auf den Wildmarkswegen. I keep hoping that I'll change. Yes, I believe I'll be a saint. And I'll keep myself from feeling with the pictures that I paint. But I keep on losing in till I've lost the only thoughts that keep me sane. I've been wasting all my days. Yes, I've been wasting them for years. And I do my best to block the thoughts and hope they... Wir sind auf dem Wildmarkswegen angekommen, auf der berühmt-berüchtigten Wilderness Road, auf der Wildnisstraße hier in Mittelschweden. Hier führt sie in einem großen Bogen an der Grenze zu Norwegen entlang und soll eine ganze Reihe toller Ausflugsziele und Dinge zu erkunden bereithalten. Die fahren wir jetzt einmal komplett entlang von Norden Richtung Westen in den Süden. Und ja, sind sehr gespannt, nehmen euch mit und los geht's. Dieser Stellplatz hier ist unser erster auf der Wildmarkswegen, ist schon ein richtiger Traum. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen, weil das Wasser von dem Wasserfall ist schon wieder sehr, sehr laut. Aber ja, wir stehen hier direkt an dem Fluss. Es ist ein Traum. Also Schweden, freistehen. I spend most of my time viewing what I want from the outside. I comb it over like it's the scene of a crime. The only guilty I find staring back it's blending in with another crowd. When things go wrong, we'll pass the blame around. 'Cause I can't lie awake for someone else to say I can live my life.
Unser nächster Stopp an diesem windigen, aber immer noch sehr schönen Tag ist die Kirchenstadt Fatmomakke, was übersetzt so viel wie Platz, wo man sich umarmt bedeutet. Kirchenstädte gibt es in Schweden an mehreren Orten und in unserem ersten Lappland-Video haben wir deren Entstehung schon ein bisschen am Beispiel der Kirchenstadt Gammelstadt im Nordosten des Landes erklärt. Diese hier stammt wohl aus dem späten 18. Jahrhundert und war seit jeher ein Dorf des indigenen Volkes der Samen. Heute kann es als geschütztes Naturdenkmal besichtigt werden. Und auch heute finden hier noch regelmäßig Gottesdienste und Feste statt. Blending in with another crowd. When things go wrong, we'll pass the blame around. 'Cause I can't lie awake for someone else to say I can live my Ja, das gehört da wohl auch mal dazu. Wir sind ja auf dem Stekenjokk-Plateau, auf dem, ich glaube, höchsten Punkt des Wildmarkswägen. Und wir haben leider richtig mieses Wetter. Es ist super kalt, irgendwie 8, 9 Grad. Es stürmt wie Sau, es ist wolkenverhangen, es regnet. Also ja, wirklich nicht schön. Was sehr schade ist, weil die Aussicht hier soll eigentlich richtig, richtig cool sein. Aber die Berge, die hier sind, ja, die können wir nur so ein kleines bisschen erahnen. Übernachtet haben wir hier auf diesem Parkplatz, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, mit, ja, ich glaube 40, 50 anderen Wohnmobilen. Ist einfach ein sehr, sehr beliebter Platz. Ist, wie gesagt, eigentlich eine sehr, sehr schöne Aussicht. Und ja, dann wird es natürlich auch mal voll. Und ja, das gehört dazu. Es ist natürlich auch Hauptsaison. Halb so schlimm. Wir hatten schon viele, viele schöne einsame Stellplätze hier. Dann ist das auch mal in Ordnung. Genauso wie das Wetter. Wir hatten bisher super viel Glück, was das Wetter angeht. Ich glaube, ich habe heute zum ersten Mal oder ja gestern auch schon eine Jacke und eine lange Hose an, seitdem wir hier sind. Bisher war immer kurze Hose, T-Shirt-Wetter. Von daher, ja, wir beschweren uns nicht wirklich, ist in Ordnung. Und jetzt fahren wir weiter in Richtung Süden. Wir wollen uns ein paar Wasserfälle angucken. Die sollten ja bei dem Wetter bestimmt viel Wasser halten. Und ja, schauen wir weiter. Es ist, wie es ist. Wir versuchen uns die Laune davon nicht verderben zu lassen. Also wenn gutes Wetter wäre, wäre es hier bestimmt mega schön. Es erinnert uns total an Schottland. Ja. We're gonna make it someday. Nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got.
We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday night. Oh, oh, oh. Der Wildmarkswegen wird ja vor allem damit beworben, dass man auf ihm tief hinein in die weitestgehend unberührte Natur fahren kann und er so einen einfachen Zutritt zu tollen Naturschauspielen ermöglicht. Das wird auch beim Gausterfallet deutlich. Von der kleinen Parkbucht am Straßenrand muss man keine 2 Minuten laufen, um zu einer kleinen Schlucht und dem daraus entspringenden Wasserfall zu kommen. Wenn euch der Gausterfallet bekannt vorkommt, dann wahrscheinlich aus dem Film Ronja Räubertochter. Denn einige Szenen aus dem Film von Astrid Lindgren wurden hier gedreht. Just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday. Das Bjoelvens Naturreservat, das nur wenige Kilometer von der norwegischen Grenze entfernt liegt, ist ein beliebtes Gebiet für Wanderausflüge. Zumindest bei gutem Wetter. Wir konnten uns an diesem regnerischen Tag ehrlicherweise nur für einen ganz kurzen Spaziergang am See entlang motivieren. Aber wenn ihr mal hier seid, gibt es in diesem 25 Quadratkilometer großen Naturreservat einiges zu sehen. Unter anderem einen Fluss, der in großen Teilen unterirdisch verläuft. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. Oh, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday night. Oh, oh, Die Wassermassen des Hillingsa-Fallet stürzen sich 43 Meter in die Tiefe und drängen sich dann in einen engen Canyon. Mit 800 Metern Länge ist dies Europas längste mit Wasser gefüllte Schlucht. Der Weg zum Wasserfall ist wie so häufig in Schweden sehr gut ausgebaut, sogar barrierefrei, und es gibt überall kleine Picknicktische, die zum Verweilen einladen. Nach 30 Kilometer Schotterpiste auf dem Weg hierher kommt das gerade recht. Some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado. No bravado. Standing out in the crossroads, trying to make out where to go. You're left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS, I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my
auf der Suche nach dem Stellplatz sind wir jetzt hier ein paar markierte Punkte abgefahren und alle waren pickepacke voll. Aber ja, Schweden wären die Schweden, wenn man nicht einfach irgendwie den nächsten Waldweg reinfährt und dann trotzdem hier sowas findet. Also ist jetzt nicht direkt am See, aber hey. Ja, ganz geil. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Choices you make, what appears to be right, seems you just have no say. As if you're a witness to your own mistakes, it's easy to play. Mit einer Höhe von 975 Metern ist der Flattrödvägen die höchste Passstraße Schwedens. Sie ist nicht mehr Teil der Wilderness Road, sondern liegt rund 50 Kilometer weiter südlich, ebenfalls in der Nähe der norwegischen Grenze. Im Gegensatz zum Vildmarksvägen ist sie nicht asphaltiert, aber trotzdem super gut zu befahren und definitiv einen Abstecher wert, finden wir. Hier beenden wir nun das heutige Video. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir konnten euch den Vildmarksvägen etwas näher bringen und euch, wenn ihr es nicht eh schon wart, dazu motivieren, ihn irgendwann einmal selbst zu befahren. Seid ihr ihn vielleicht schon einmal selbst gefahren und hattet etwas mehr Glück mit dem Wetter als wir? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wie immer gilt, lasst uns gerne einen Daumen hoch und ein Abo da, wenn ihr mögt. Das würde uns riesig freuen. In der nächsten Woche fahren wir dann schon zurück in den Süden und erkunden noch ein bisschen die Westküste, bevor es für uns zurück auf den Weg nach Deutschland geht. Viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal. You're wrong, this fight is lifelong. See